Na toll, Max. Wir sind mitten im Nirgendwo und dein Auto gibt einfach den Geist auf. Lisa, ich hab doch gesagt, dass wir die Werkstatt besuchen sollten. Aber nein, du wolltest das Abenteuer erleben. Abenteuer? Im Regen? Mitten auf der Straße? Genau das hatte ich mir vorgestellt. Super, kein Empfang. Und jetzt? Vielleicht sollten wir uns einfach unterhalten und die Natur genießen, hm? Klar, Max. Ich genieße es total. Warte, ich fange an zu meditieren. Immerhin kann ich noch Witze machen. Wir könnten versuchen, das Problem selbst zu lösen. Du kennst dich doch mit Autos aus, oder? Autos? Ich dachte, das wäre dein Job. Ich bin hier die Beifahrerin, nicht die Mechanikerin. Naja, vielleicht sollten wir einfach jemanden anhalten. Ich meine, wer fährt denn sonst hier rum? Schaut sich um. Stimmt. Wir warten einfach, bis ein Retter auf weißem Pferd vorbeikommt. Oder wir marschieren zurück in die Zivilisation. Was sagst du? 10 Kilometer? Na gut, du schuldest mir ein riesiges Eis nach dieser Katastrophe. Oh, great, Max. We're in the middle of nowhere, and your car just gives up. Lisa, I told you we should have gone to the garage, but no, you wanted the adventure. Adventure? In the rain? On the side of the road? Exactly what I had in mind. Perfect. No signal. And now, maybe we should just talk and enjoy nature, huh? Sure, Max. I'm totally enjoying this. Wait, let me start meditating. At least I can still make jokes. We could try fixing the problem ourselves. You know about cars, right? Cars? I thought that was your job. I'm the passenger, not the mechanic. Well, maybe we should just flag someone down. I mean, who else drives out here? Right. We'll just wait for a knight on a white horse to show up. Or we march back to civilization. What do you say? 10 kilometers? Fine, but you owe me a giant ice cream after this disaster.